Hallo, heute sind wir beim Riding Diner in Wien. Generell sind wir ein Betrieb, der mit kritischen Fragen in Bezug auf Tierschutz, Pferdewohl sehr, sehr offen umgeht. Wir sind auch der Betrieb, der Stallführungen bei uns anbietet, in unserem Hauptstall, wo man in der Früh dabei sein kann, wie die Pferde aufgeschirrt werden, hergerichtet werden, wie eingespannt wird. Da kann man sich also einen transparenten Einblick darüber machen, wie so der Alltag für unsere aktiven Pferde ausschaut. Ja, im Prinzip haben wir sehr viele unterschiedliche Pferde bei uns. Also wir haben einen Teil Lipizzaner bei uns auch, nur dass der Unterschied ist, dass unsere Lipizzaner alle aus einem ungarischen Gestüt kommen und nicht so wie die der spanischen Hofreitschule aus Biber. Dann haben wir auch noch einen Teil ungarische Nonios, so wie hier, das ist so ein ungarischer Nonios-Mix. Das ist eine alte ungarische Pferderasse, die sehr super zum Arbeiten ist. Auch, sind auch sehr Pferde, die vom Charakter her sehr klar im Kopf sind und sehr arbeitsam. Das sind immer so die Eigenschaften, nach denen wir auch suchen. Dann daneben zum Beispiel der Fuchs, also der hellbraune, auch ein wunderschönes Pferd aus der Fugatzbuster. Dann haben wir noch so gemischte ungarische Warmblüter, also Mischungen aus mehreren ungarischen Pferderassen auch bei uns. Und das sind eigentlich die meisten der Pferde, ja, abgesehen von den Lipizzanern. Dann haben wir noch ein paar österreichische und ungarische Traber-Rassen auch, aber das wird immer weniger eigentlich. Ja. Am beliebtesten sind die ungarischen Warmblüter. Die zum Beispiel schauen optisch zwar auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, muss man aber auch dazu sagen, das ist einmal ein Lipizzaner, nur der ist nicht schön gezüchtet, also das ist eigentlich ein hässlicher Lipizzaner, wenn man es so möchte. Das soll bitte aber seinen Charakter gar nicht schmälern, ist ein wahnsinnig tolles Pferd. Und das ist dann zum Beispiel so ein ungarisches Warmblut, also eine Mischung. Sind aber beide, schauen wie gesagt für den Laien auf den ersten Blick immer relativ ähnlich aus. Ja. Also das sind zwei Traberstuten, die haben wir noch nicht so lange. Die waren nicht gut genug für die Rennbahn und sind dann zu uns gekommen, sind aber zwei ganz brave Pferde. Das ist die Vivian und die Marie, oder Mariechen, so heißt sie eigentlich. Einen schönen guten Morgen, dann ganz offiziell jetzt. Ich freue mich, dass soweit einmal alle hergefunden haben. Haben wir auch schon kurz ein bisschen drüber gesprochen, ist nicht ganz so einfach, dass man uns hier findet. Das hat aber auch tatsächlich ein bisschen einen historischen Hintergrund. Sie müssen sich vorstellen, vor 200 Jahren, wo es noch keine Autos und LKWs gegeben hat, hat man natürlich alles, was schwer war, mit dem Pferd bewegt und transportiert. Und entsprechend hat man natürlich dann in so ehemaligen Industriegebieten auch viele Stallungen gebraucht, dass man die ganze Arbeit einfach machen kann. Und das ist der Grund, warum man heute in diesem Bezirk von Wien auch noch 5 verschiedene Fiakerbetriebe finden kann. Ja, wenngleich auch unser Stall relativ neu an diesem Standort ist, den gibt es erst ungefähr seit 8, 9 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, heute gibt es insgesamt in Wien noch 19 verschiedene Fiakerbetriebe. Alle 19 Betriebe kommen im Moment auf 324 registrierte Fiakerpferde. Von diesen 324 Pferd gehören dann uns insgesamt 87 im Moment und das macht uns dann mit relativ großem Abstand auch zum größten von diesen Kutschenbetrieben in Wien, in Österreich und vermutlich sogar auch auf der ganzen Welt. Die 87 Pferde, wie man sich vielleicht denken kann oder sich die Leute schon umschauen, wo sind die alle? Die sind nicht alle da, also da geht es nirgendwo 2 Stock in den Keller oder sonst was, sondern die sind etwas verteilter. Wir haben noch einen Stall, der ist gleich in der Nähe vom Schloss Schönbrunn, weil wir auch die einzigen sind, die im Schlosspark von Schönbrunn fahren dürfen. Und zusätzlich dazu haben wir dann noch einen Stall, der ist gleich 5 Minuten mit dem Auto in die Richtung. Da passiert aber heute nichts mehr, da stehen keine Pferde mehr, der wird lediglich nur noch als Lager und Werkstätte genutzt, der kommt auch in den nächsten Jahren weg. Und zu guter Letzt und am wichtigsten wahrscheinlich ist unser Pferdehof. Der liegt so circa 25 Minuten weg von hier, außerhalb von Wien.
Dort haben wir insgesamt 15 Hektar Platz. Das sind, damit man sich es besser vorstellen kann, rund 22 Fußballfelder. Und das ist das Herzstück von dem ganzen Ökosystem, in dem unsere Pferde leben. Dort verbringen sie alle so gut wie ihre Ausbildung, also dort lernen sie das Kutschenfahren, dort verbringen sie einen Teil ihrer Freizeit und ihren Urlaub und später mal, wenn sie alt sind, verbringen sie auch dort dann genauso ihre Pension, also ihre Rente. Ja? Genau, das ist immer schleierhaft für den einen, wenn der andere dann weg ist. Die haben halt auch eine Bindung zueinander. Ganz kurz, dann greifen wir das Thema gerne vor, das sind immer Pärchen fürs Leben. Das heißt, die werden von uns als Pärchen schon gekauft oder zusammengestellt. Die werden gemeinsam als Pärchen angelernt und trainiert, gehen gemeinsam durchs Leben und gehen auch gemeinsam dann in Pension, wenn sie mal alt sind. Und ganz generell muss man sagen, unsere Pferde haben heute eine sehr geregelte, man sagt immer Work-Life-Balance, ja, im Neudeutschen. Das heißt, die Pferde dürfen 4 Tage die Woche arbeiten, 3 Tage müssen die frei haben und zusätzlich dazu gibt es dann meistens von uns noch zwischen 5 und 7 Wochen Urlaub in der Hauptsaison. Wenn sie älter sind, auch ganz wichtig für mich persönlich, wenn sie das mitnehmen wollen von heute, die werden nicht verkauft, die landen nicht beim Schlachter, das wäre übrigens auch gesetzlich verboten, sondern die bleiben alle bei uns. Wir haben aktuell auf unserem Pferdehof von den 87 Pferden sind 23 Pensionisten, die dort ihren Lebensabend mit uns verbringen und meistens gehen unsere Pferde dann so in Pension, wenn die ca. 20, 22 Jahre alt sind und dann werden sie meistens auch noch ca. 30 Jahre alt. Es ist heute alles, was wir vorher gesagt haben, diese 4 Tage Arbeit, 3 Tage frei, das ist heute alles gesetzlich vorgeschrieben eben und das kann man überprüfen. Jeder Kutscher hat ein Fahrtenbuch, einmal für das eine, einmal für das andere Pferd. Jimmy. Da muss man immer einschreiben, wann fährt man weg, wann kommt man zurück, wann waren die Fütterungs- und Ruhezeiten untertags. Dann muss man hier immer anmerken, dass natürlich alles in Ordnung war, bevor man ausgefahren ist aus dem Stall. Und wenn das Ganze entsprechend kontrolliert wird, dann kommt irgendwann einmal eine Unterschrift und ein Stempel hinein da in das Buch. Das ist natürlich jetzt klar, dass da keiner drinnen ist, aber ich habe es vorher euch schon gezeigt. Es wird relativ oft und häufig kontrolliert. Ich kann die offizielle Statistik dazu nennen. Im Jahr 2021, und das war ein Corona-Jahr, sind die 324 Pferde 2520 Mal vom Veterinäramt kontrolliert worden. Das ist viel. Das heißt, jedes Pferd wird im Schnitt 8,6 Mal kontrolliert. Zusätzlich dazu muss jedes Pferd dann auch noch 2-mal im Jahr eine Art Zulassungsuntersuchung machen. Das heißt, unsere Pferde müssen zum TÜV oder zum Pickerl. Ja? Und da wird geschaut, ob die körperlich und geistig überhaupt in der Lage sind, dass sie ihre Arbeit mit uns im Straßenverkehr machen. Es kommt dann oft die Frage, ist das eine Qual für die Pferde? Das, was wir da machen oder nicht oder schon oder keine Ahnung. Es ist immer eine dünne Linie, bis wohin was für ein Pferd gut ist, ab wann es schlecht wird oder vielleicht zur Qual wird. Und das fängt schon bei der Auswahl vom richtigen Pferd an. Wenn ich jetzt ein Pferd nehme, das einfach charakterlich nicht für das gemacht ist, geeignet ist, dann braucht man nicht drüber reden, natürlich wird das eine Qual für das Pferd. Deswegen gibt es aber diese Zulassungsuntersuchungen und die Kontrollen. Wenn ich das Geschirr falsch einstelle und die Zuglinie zwischen Kutsche und Pferd nicht ordnungsgemäß funktioniert, die Pferde falsch ziehen, Fehlstellungen kriegen, Verspannungen haben, dann ist es natürlich auch irgendwann einmal schlecht bis hin zu einer Qual. Ja, das heißt, diese Dinge muss man alle wirklich gut arrangieren und aufsetzen und wenn das richtig umgesetzt ist, dann ist Kutschefahren für Pferde durchaus eine sehr, sehr sinnvolle Beschäftigung und durchaus auch etwas, was zur Lebensqualität und vielleicht auch für ein längeres Leben des Tieres beiträgt. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und aktiviert auch die Glocke, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video veröffentlicht haben.